herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um diese Version des Florinox Kyana. Den Unterschied sieht man sofort. Hier ist ein Klingendurchbruch für die Einhandöffnung. Darauf gehe ich gleich ein. Ansonsten ist dieses Kyana identisch zu dieser Zweihand-Variante. Hier mal die Spezifikation im Schnelldurchgang. Die Grifflänge beträgt in etwa 115 mm. Material ist glasfaserverstärktes Polyamid. Wir haben eine sehr robuste Monoblock-Bauweise, das ist hier alles aus einem Stück gefertigt. Ansonsten ist die Handlage gut. Hinten ist ein kleines Lanyard-Hole und vorne befindet sich die verpresste Klingenachse. Die Klingenlänge beträgt hier in etwa 91 mm, effektiv scharf sind davon 87 mm. Klingenbreite 2,5 mm, ein sauber und komplett hochgezogener Flachschliff und etwa 0,4 mm hinter der Schneidphase. Also das ist auch alles in Ordnung. Die Klinge ist in diesem Fall PTFE beschichtet. Klingenstahl ist der X35CR16N mit 57 bis 58 HRC, also das ist auch in Ordnung. Und das Gewicht liegt hier gerade mal bei 49 Gramm. Das ist somit etwa 3 Gramm leichter als die Zweihand-Version. Das liegt dann hier am Klingendurchbruch. Wir haben einen sehr sauber verriegelnden Backlock bzw. Midlock. Ja, das waren so die groben Spezifikationen im Schnelldurchlauf. Wer mehr zu diesem Messer wissen möchte, dem empfehle ich neben den vielen Videos, die es inzwischen gibt, auch meine beiden Videos zum Florinox Kyana. Besonders im ersten Teil gehe ich dann tiefer ins Detail. Im zweiten Video gehe ich hauptsächlich auf neue Farbvarianten und den Bezug bei Brandners Homestyle in Deutschland ein. Zuvor gab es dieses Messer nur in Frankreich zu beziehen. Wie anfangs erwähnt, besteht der einzige oder wesentliche Unterschied hier im Klingendurchbruch und der damit verbundenen Möglichkeit der Einhandöffnung. Damit ist diese Variante im Gegensatz zu den Zweihandversionen nicht mehr 42A-konform. Das ist völlig klar. Manchmal bringen Vorteile auch Nachteile mit sich und auch umgekehrt. Ja, zur Öffnung selbst, die basiert wirklich auf purem Pragmatismus, ist hier wirklich nur auf das bloße Öffnen ausgelegt. Das geht auch ganz gut, wobei man sagen muss, ja, das ist hier nicht vergleichbar mit anderen Modellen, die vielleicht eine ähnliche Grundkonstruktion aufweisen. Ich habe hier ein bisschen gesucht und habe dann das SOG Sockzilla gefunden. Auch Einhandöffnung, FR-Engriff mit Lock und ja, das läuft wesentlich einfacher und ja, merkt man einfach. Hier auch das Bird Meadowlark 2. Das ist einfach viel geschmeidiger und liegt letztendlich einfach an physikalischen Gesetzen und auch an der Ergonomie. Man hat hier einfach den besseren Hebel als hier. Das ist ein ja, sehr gedrungen gehaltenes Design, sehr flacher Aufbau und hier hat man dann halt doch mehr Bauch und der Durchbruch ist ein bisschen günstiger gelegt. Das merkt man dann einfach. Das heißt aber nicht, dass das hier nicht gut funktioniert. Es ist einfach Gewohnheitssache. Ja, wie erwähnt, einfach pragmatisch gelöst. Also hier ist kein Spielfaktor dabei. Es ist aber dennoch praktikabel. Kurz mal zu diesem etwa 32 mm langen Klingendurchbruch. Ja, hier musste ich sofort an das Opinel Outdoor Nummer 8 denken. Das ist ein Outdoor-Messer, laut Opinel für Outdoor-Aktivitäten wie beispielsweise Trekking, Bergsteigen und Segeln konzipiert, viele andere Sportarten auch noch. Das hat auch so einen relativ großen Klingendurchbruch. Der kann als Schäkelöffner verwendet werden. Das funktioniert auch sehr gut, wie man hier sehen kann. Weiterhin kann man diesen Durchbruch auch als Bithalter für das Leatherman Bitset verwenden und ja, das ist natürlich stark improvisiert, es würde aber im Notfall funktionieren. Und beide Funktionen weist sozusagen zufällig auch das Florinox Kyana auf. Schäkel zu öffnen und zu schließen stellt überhaupt kein Problem dar. Und auch die Funktion als improvisierter Bithalter für den Notfall ist gegeben und das dann sogar mit einem ganz normalen Standard 1/4 Zoll Bithalter. Ja, die Sache mit dem Bithalter würde zwar prinzipiell funktionieren, ist dann aber wohl doch eher im Bereich der stark ausgeprägten Improvisation zu verorten.
Es ist nicht sonderlich komfortabel mit zu arbeiten. Das ist eigentlich genau wie beim Opinel. Und ansonsten ist das hier auch eine relativ wackelige Angelegenheit. Ja, schön ist, dass ein normaler Viertelzoll-Beteilter passt. Das ist eine tolle Sache. Ansonsten, ja, wie gesagt, stark improvisiert. Und man muss natürlich auch ehrlich bleiben. Die Beschichtung hat ganz, ganz minimal gelitten. Also man sieht es eigentlich kaum. Und im Griff habe ich bei einem bestimmten Lichteinfall auch so eine ganz kleine Delle drin. Aber mich stört das nicht. Das ist ein Arbeitsmesser, das wird noch benutzt. Insofern ist mir das relativ egal. Die Sache mit dem Schäkelöffner hingegen, die ist wirklich praktikabel. Macht das Messer dann vielleicht auch für Segler und Bergsteiger attraktiv. Wobei dann manch einer sicherlich den Wellenschliff vermissen wird. Ja, irgendwas ist dann doch immer. Ansonsten das Fazit zu diesem Messer. Die Florinox Kiana-Reihe ist einfach attraktiv, hat in kürzester Zeit ganz, ganz viele Anhänger gefunden. Und ich denke, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Da muss man mal sehen, was sich Florinox noch so einfallen lässt. Ich denke, da kommen noch weitere Produkte auf den Markt. Hier passt einfach sehr, sehr vieles. Das sind leichte, große, robuste Messer. Die Verarbeitung ist gut. Wir haben auch ein ansprechendes Design. Und der Midlock sitzt hier wie angegossen. Ja, der Anschliff ist auch sauber, also da kann man auch nichts sagen. Dann in diesem Fall die Möglichkeit der Einhandöffnung. Ja, da wird dieses Messer zwar der 42A-Konformität beraubt, aber dennoch diese Einhandöffnung in Verbindung mit dieser tollen Verriegelung macht für einige das Messer bestimmt attraktiv. Also die Nachfrage nach solchen Messern besteht, auf jeden Fall. Kurz zum Preis, wir liegen hier auch bei 25 €, genau wie bei der anderen beschichteten Variante. Die Standardvariante kostet 18 €. Bezug in Deutschland derzeit nur bei Brandners Homestyle. Ja, auf diesem Weg auch ganz liebe Grüße an Sabine und Michael und vielen Dank, ist wirklich ein tolles Messer. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.